Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, die wohl meistgefragte Frage das Wochenende war unter anderem bei mir gewesen, kommt jetzt zum Legendary Dungeon ein Update von der Aufholjagd von Turor. Ja, und ich hatte ja gesagt gehabt, dass zum nächsten Legendary Dungeon auf jeden Fall wieder ein Video folgen wird. Er hatte ja jetzt eine Zeit lang ein bisschen, ja, sag ich mal, Dungeon-Pause und sowas gemacht und hatte jetzt nicht allzu viel zu tun, sag ich mal, in der Zwischenzeit. Jetzt zum Legendary Dungeon, natürlich räumt er wieder auf. Wer ja, die Aufholjagd von Turor nicht ganz verfolgt haben sollte, empfehle ich euch erstmal, dies dringend nachzuholen. Und ja, er will quasi der stärkste Assassine der Welt werden, ja, oder mit einer Aufholjagd. Er hatte vor nicht allzu langer Zeit angefangen und wir gucken mal auf seinen Account und da hat das ja auch drin zu stehen. Am 13.01.2022 hat er erst angefangen, also erst 89 Tage her, seitdem er hier gestartet hat und ist jetzt mittlerweile Stufe 365. Ja? Bevor wir zu ihm kommen und was er mir noch geschrieben hatte in Bezug jetzt auf das Update zum Legendary Dungeon, gucken wir mal rein. Das letzte Mal, als wir über ihn berichtet hatten, war das am... Ja, warte mal, da muss ich mal kurz groß machen. Am 4.2. Ja, am 4.2. haben wir das letzte Mal über ihn berichtet. Da war er Stufe 321 mit den Statpunkten und jetzt ist er halt 365 mit diesen Statpunkten hier. Ja, Basispunkte wusste ich jetzt damals nicht mehr. Auf jeden Fall seht ihr schon, dass er sich halt komplett legendär equipped hat und hat hier Basispunkte von 5,9 zu 3.500. Ja, geht ein bisschen mehr auf Geschick. Wahrscheinlich auch zwecks der Dungeons später ein bisschen mehr im Hauptattribut ist, denke ich mal, gar nicht so verkehrt. Ja, er hat hier sich komplett neu ausgerüstet, hat hier überall natürlich legendäre Edelsteine drin, ne? Und ja, ist runentechnisch auch schon langsam auf dem Weg, richtig gut hier abzuliefern, hat natürlich 2 Waffen mit Top-Spann. Er hatte auch ein paar Runs gemacht, das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Ja, und ein paar Fragen hatte ich ihn auch noch gestellt, die ihr mir auch gestellt habt. Ja, also ein bisschen was geschafft hat er jetzt in der Zwischenzeit. Und genau, jetzt kommen wir mal zu den Fragen und zu den ja, Update zum Legendary Dungeon, was er hier gemacht hat, wie seine Pläne waren, etc. pp. Halt ein kleines Update, ja, was viele von euch wissen wollten. Ja. Ich hatte gefragt gehabt, ja, ob alles bei Ihnen, ja, alles gut bei dir, so, ne, von wegen, wie sind die Pläne für den Legendary Dungeon und so fürs nächste Video, was sind seine Ziele für die 11 Tage und so. Und wenn er möchte, kann er mir dann eine detaillierte Antwort senden. Ja, und das hat er dann auch gemacht. So, und ja, das hatte ich mir dann auch schon fast gedacht, dass es so sein wird. Also, Hallöchen schreibt er hier erstmal. Dieses Wochenende ist ja halt, ja, Hexen-Event, so, ne? Also wird er übers Wochenende so viele Runs machen, wie es halt eben geht. Und ja, genau, danach jetzt nicht großartig innerhalb der nächsten Woche, wenn das Hexen-Event vorbei ist, nicht sehr viel mehr machen. So. Er erzählt so damit, das hat er mir halt am Samstagnacht geschrieben. 250 bis 300 Runs will er auf jeden Fall machen, das Wochenende so. Und ja, er will überprüfen, wie viel Gold ihm das gibt, wenn das Event nachher vorbei ist. Momentan bekommt er so für einen Pilz ca. 250 bis 280.000 Gold, so umgerechnet, ne? Also das ist in Ordnung, aber sofern er deutlich weniger bekommt, ab Montag quasi, ist es für ihn nicht mehr profitabel, diese Runs halt zu machen. Und ja, momentan stoppt er die Dungeons und fokussiert sich darauf, ja, aufs Dismanteln, das heißt auf ja, das Zerlegen von Ressourcen. Das heißt, er konzentriert sich darauf, viele Kristalle und Metalle halt zu sammeln, also dass er halt eben fleißig die Epics ja,
zerlegt, das, was ich ja auf meinem Main-Account auch vorhabe, dass ich da so viele Epics wie möglich halt bekomme und jeden Tag 15 Stück zerlege oder beziehungsweise zum Schmiede-Event und halt möglichst die Epic-Waffen aufbewahre, wenn der Leggy-Dungeon vorbei ist, weil die halt eben, weil man von denen ein bisschen länger was hat und sich dadurch ein paar Plätze spart, weil die halt 2 Zerlegpunkte anstatt einen kosten beim Schmied. So, ne? Genau, er macht 30 bis 40 Stat-Punkte pro Tag. Ab Level 400 will er nachher so zwischen 80 und 100 Stat-Punkte pro Tag machen. Ja, und das dann natürlich auf dem neuen Backend. Ne, das kommt ja dann nachher dann auch noch mit dazu. Momentan hat er sowas wie einen Level-Ruler in den Dungeons. Konnte ich nicht ganz entziffern, was das sein sollte. Aber er kann halt momentan den Top-1-Charakter angreifen, so, ne? Also ich denke mal, das wird auf die Unterwelt halt bezogen sein, auf den Wächter, dass er so weit gelevelt ist, dass er den Top-1-Charakter angreifen kann und besiegen kann und dadurch halt Seelen bekommt, um halt eben die Goldmine weiter zu pushen, was ja für ihn und seine Aufholjagd extrem wichtig ist, die Stat-Punkte, ne? Wer der Beste der Welt sein will und der Stärkste der Welt, der muss halt auch die besten Stat-Punkte haben, so, ne? Und ja, genau. Ja, seine Goldgrube ist momentan auf Stufe 16, ne? Und was hatte er noch geschrieben hier? But still 30 bis 40 Days. Dass er, in 30 bis 40 Tagen ist er so wohl in der Lage dazu, für alle 3 bis 5 Tage wohl ein Level-Up bei der Goldgrube zu generieren. So lese ich das jetzt hier erstmal raus. Ja, genau, falls ich irgendwelche Fragen haben sollte, er sendet mir mal Screenshots und so. Und ja, das ist, dass er halt da sehr erfreut drüber ist, dass halt so viel über ihn berichtet wird, aber es kommt ja halt auch auf euch an, ne? Ich bekomme ja auch mega Feedback von euch, es wird immer nachgefragt, was macht die Aufholjagd von Turor, wie sieht sein Char aus und vor allen Dingen jetzt halt, wie gesagt, zu solchen Events wie zum legendären Dungeon, da kommt so ein Projekt natürlich, fährt so ein Projekt in Hochtouren, sag ich mal. Und ja, wie gesagt, da wollte ich halt dann sowieso was zu machen, ne? Genau, ja, dadurch bekommt er halt auch eben mehr Motivation, was halt auch sehr cool ist, was mich auch sehr freut. Also ist eine Win-Win-Situation und er grüßt halt eben alle Zuschauer auf jeden Fall, ne? Also fühlt euch alle bitte schön gegrüßt von Turor. Ja, so sieht seine Unterwelt momentan gerade aus. Ne? Also nichts Spektakuläres, er spart sich halt auch ein bisschen Diablo an. Ne? Ist natürlich schon fast so gut wie ein Vollausbau hier am Start. Ne? Das waren die Statistiken für Samstag gewesen, beziehungsweise Sonntagnacht. Da hatte er 162 Runs gemacht, ne? Hatte hier 2,7 Milliarden Gold gefarmt. Müsst ihr halt bedenken, auf der Stufe hier, ne? Überlegt mal, was ich auf meinem Main gefarmt habe. Ich vergleiche das jetzt nur nochmal, ne? Ich habe auf meinem Main im Legendary Dungeon 34 Runs gemacht und habe 3,5 Milliarden. Ich meine, ich bekomme natürlich deutlich mehr Gold, ne? Das ist klar. Aber er hat nachher am Ende des Tages, sage ich euch, mehr Gold gefarmt als ich auf meinem Main, der fast Stufe 600 ist. Ja, das ist auf jeden Fall krass. Ja, Entschuldigung für die Huster. Genau. Dann hatte ich hier halt nachgefragt, ob ich noch ein paar Community-Fragen einsammeln sollte. Es kamen jetzt nicht so viele Fragen von euch, muss ich sagen. Ja, die meisten kamen jetzt hier von Julian. Das ist hier so ein bisschen mehr halt fürs Video auf jeden Fall. So, weil er halt davon selbst auch viel weiß. Deswegen Dankeschön auf jeden Fall dazu. Genau. Ja, und dann hatte ich ihn das halt so gefragt, ne? Die Fragen waren gewesen, ob er noch so in Kontakt mit Strider ist und Rafa, die ihm halt sehr doll geholfen haben und unter die Arme greifen bei dem Projekt und das halt so gut wie möglich mit optimieren wollen. Wie er es schaffen will, die Basispunkte so gut wie möglich aufzuholen und ob er vorhat, das hatte ich noch ergänzt, der stärkste Spieler in der IHOF nachher auch später zu werden, also nicht nur der stärkste Assassine, was ja sein Ziel ist, sondern auch der stärkste Spieler in der IHOF, ne? Wie viel er insgesamt an Stats haben will oder skippen will, wie er sein Geld verdient, das war auch also ich wollte es nicht fragen eigentlich, ja, weil ich das ein bisschen, sag ich mal, ja, ich will nicht sagen respektlos, aber man fragt sowas einfach nicht so, ne? Wie die Leute an ihr Geld kommen, ist ja am Ende des Tages eigentlich so scheißegal, ne? Und es interessiert trotzdem so viele Leute. Ja, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, muss ich sagen. Und was so die Meilensteine sind auf jeden Fall und wie er sich an den Fortschritten, ob er da
sich irgendwie so Meilensteine halt setzen will, orientiert am Fortschritt so, ne? Jo, genau. Und da hat er halt eben drauf geantwortet. Er ist halt noch sehr stark in Kontakt mit Rafa und Strider, am meisten mit Strider halt. Und er muss halt momentan Stufe 514 werden, um halt eben 10 Millionen Gold für einen Edelstein zu bekommen, die er ja dann aus der Edelsteinmine skippen kann, um halt sich so eben Basispunkte zu kaufen. Ne? Das ist halt eben sein Vorhaben. Ja, also macht er damit erstmal so die Statistiken oder will er damit so die Statistiken gut machen und das ist halt so sein Meilenstein erstmal. Genau. Es ist halt für ihn nur noch eine Frage der Zeit, wann das Ganze losgeht. Oder nee, besser eine Frage der Pilze, ne? Wie viel er denn halt aufholen will, ne? Auf den momentan besten Assassin. Weil er nämlich schon mehr als genug Ressourcen hat. Hat er schon die Festung? Nee, die Festung hat er gleich gezeigt, zeigen wir gleich nochmal. Also sehr viele Ressourcen hat er schon am Start. Und ja, das dann halt nur noch eine Frage der Pilze wird so. Ja, er ist 25 Jahre alt, finanziell frei und arbeitet die meiste Zeit von zu Hause aus. Ja, macht halt viel mit Cryptocurrencies, also so Kryptowährung halt, ne, mit Entwicklern arbeitet er zusammen und ja, macht sonst, was er sonst halt so machen muss, um halt an Geld zu kommen, so mehr oder weniger. Ja, hier hat er mir einen Screenshot gesendet, das war dann kurz vor, ja, das war Sonntag kurz vor 0 Uhr. Das sind seine finalen Statistiken, das heißt, er hat 250 Runs gemacht, knapp 10.000 Monster geklatscht, fast 1.700 Epics und hat 4 Milliarden Gold halt gemacht, ne? Also damit halt eben auch mehr als ich auf meinem Main. Sind halt aber auch eben 250 Runs, die er alleine Freitag, Samstag, Sonntag gemacht hat. Ist schon viel, auf jeden Fall. Ja, also 2000 Base-Stats hat er das Wochenende gemacht, was sehr krank ist so, ne? Und ja, jetzt will er nicht mehr ganz so viel Legendary Dungeon machen, auf jeden Fall. Ne, weil es sich halt jetzt nicht so krass lohnt. Ja, dann habe ich gesagt, auf jeden Fall guter Progress hier so, ne, ist nice. Hatte ich noch gefragt gehabt, wie es in der Festung aussieht, ob er da alles bekommen hatte, was er wollte, weil man kann ja auch krasse Ressourcenruns machen. Und da hatte er mir halt noch, ja, also erstmal hier seine Festungsstatistiken, Festung natürlich 20, Akademie 20, ne, und ja, Schatzkammer im Ausbau. Und genau, was ich noch interessant fand, was ich halt gefragt hatte, ob er halt durch den Legendary Dungeon so viele Ressourcen gemacht hatte oder so. Und da hat er tatsächlich gesagt, er hatte nur 30% vom Legendary Dungeon gemacht, den Rest hatte er so schon, bekommt er durch Würfeln, Glücksrad etc. pp. Durch Angreifen und ja, hatte tatsächlich schon vorher relativ viele Ressourcen gehabt vor dem Legendary Dungeon überhaupt. Ja, und genau, sind erstmal so die Statistiken und ja, wenn man sich mal die Basispunkte generell anschaut, die er momentan gerade hat, sehen wir ja hier, dass er hier knapp 6k hat und hier 3,5k Basispunkte und dieses Wochenende hat er halt einfach mal 2k Basispunkte gemacht, ja. Also fast, ja, ich sag mal, ein Drittel von den ja, Hauptattribut-Basispunkten so, ne? Also das ist schon auf jeden Fall eine ziemlich krasse Leistung, ne? Und das Ding ist halt, er ist halt auf einem Level, wo man halt eben noch nicht so viel Gold bekommen kann, 365. Das ist eine Spielerstufe, die noch relativ niedrig angesiedelt ist und wo man noch auf keinen Fall irgendwie in Ansatzweise auf Gold gehen sollte, ne, weil du vom Level her zu niedrig bist und halt auf Erfahrung gehst. Ab 393 kommt halt erst der ja, Knackpunkt, wo halt die Erfahrung in den Quests wieder runtergeht und die Goldkurve dann halt steigt. Die steigt halt immer weiter, die steigt ja jetzt auch schon so, ne? Aber ab da geht die Erfahrung runter so und da sollte man trotzdem noch weiter auf Erfahrung grinden so, ne? Und das wird sich halt nachher am Ende so krass, ja, also es wird sich noch so krass erhöhen, was er hier auch durch die Legendary Dungeons und sowas an Gold machen kann, ne? Das ist ja, das wird ein Vielfaches sein von dem, was er halt jetzt gemacht hat, so, ne? Also, ich sag mal, 4 Milliarden Gold zu machen mit Spielerstufe 365 ist wirklich mehr als heftig so, ne? Und ich will nicht wissen, wie viel er nachher macht, wenn er wirklich Stufe 500, 600 nachher so ist, ne? Und ich denke, das wird er auch definitiv durchziehen, weil ihn das halt hier alles sehr krass und sehr stark motiviert. Deswegen, falls euch das Projekt und so und die ganze Aufholjagd auch gefällt und das weiterhin interessiert, dann lasst gerne eine Bewertung, Daumen nach oben da. Das würde mich natürlich auch sehr freuen und zeigt natürlich auch, dass ihr da
da an diesem Projekt halt auch sehr viel Interesse habt. Und ja, das Ganze motiviert halt Turor halt eben auch, ja, weiterzumachen. Ne? Nicht, dass ihr jetzt mein Video liked, so, sondern aber halt eben das Feedback der Community, dass das Ganze dokumentiert wird und so, dann macht das Ganze nochmal deutlich mehr Spaß, als wenn man nur so stumpf vor sich her spielt. Da kann ich, denke ich mal, für Chris, für Ignil reden. Das war das Gleiche gewesen so, ne? Der spielt das Spiel ja auch schon seit Anfang an gefühlt, ne? Und hatte halt das Spiel ganz, ganz neu für sich entdeckt, als er halt so ein bisschen in die Community reingerutscht ist, so, ne? In die YouTube-Community und das Ganze viel, viel mehr Leute sehen auf einmal und ja, die Dynamik da eine ganz andere ist, als wenn man halt für sich selbst in der eigenen Gilde spielt und ja, dann da sagt so, ey, cool, Glückwunsch, hast 600 gereicht, GZ, so, ne, das ist halt auf YouTube und in der Community generell eine ganz andere Dynamik und das motiviert einen halt auch selbst deutlich mehr und da ziehe ich auch sehr viel Motivation für mich selbst raus an der Stelle, muss ich sagen, und da kann ich verstehen, dass das Turor halt auch eben, ja, motiviert weiterzumachen, ne, wie gesagt, er hat ja auch alle seine anderen Accounts, soweit ich weiß, aufgegeben, um halt eben in diesem Projekt halt, so krass es geht, durchzuziehen. Und ich denke mal, das wird auch definitiv in nächster Zeit, ein paar Jahren auf jeden Fall, sehr, sehr heftig werden. Wir können noch mal einen Blick in seine Gilde riskieren. Ne? Er ist ja hier in der Platz 1 Gilde auf dem Server, hier S7 spielt er ja. Ja, da ist er natürlich noch relativ weit unten, aber wird definitiv bald aufholen. Man muss einfach nur mal die Statpunkte anschauen zum nächsthöheren hier. Ne? Also 8,7 zu 3,6. Da ist er schon ordentlich dabei aufzuholen hier. Ne? Ich werde ihn am Ende des Legendary Dungeons nochmal fragen, ob er nochmal ein bisschen was gemacht hat hier und da. Aber erstmal wird das soweit gewesen sein. Wie gesagt, dadurch, dass er dann halt auch Dungeon Stop macht, passiert halt momentan erstmal nicht ganz so viel, ist halt aber eben taktisch vom Vorteil, ein bisschen zu warten, das ein bisschen rauszuzögern, so, wenn man halt so effizient wie möglich spielen möchte, dann sollte man die Dungeons aufbewahren, um halt eben auf einer Stufe, wo man viel Erfahrung bekommt, halt auch so viel Erfahrung in den Quests mitzunehmen wie möglich, weil wenn man jetzt die Dungeons macht, dann entfernt man sich schnell von diesem Erfahrungsbereich, wo man halt sehr viel Erfahrung durch die Quests bekommt und das möchte man möglichst vermeiden und deswegen spart man sich halt die Dungeons auf, ne? Und ja, deswegen ist es taktisch auf jeden Fall klug, das erstmal so zu machen. Ja. Alles klar, das soll es soweit gewesen sein. Das war das Update zu Turor und seinem Legendary Dungeon, was er hier das Wochenende jetzt über das Hexen-Event auch geschafft hat, wie sein Account momentan aussieht. Und falls ihr noch Fragen haben solltet, dann stellt die gerne in den Kommentaren. Kann man nächstes Mal vielleicht auch mit auffassen, mit reinnehmen und so. Und dann freue ich mich auf jeden Fall wieder, das nächste Mal dann über Turor berichten zu dürfen. Alles klar, das soll es soweit gewesen sein. Wie gesagt, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.